Also, liebe Marsianer, du hast ja gesagt, du hast dich tierisch erschrocken, dass ich so nah war. Wie gefällt dir denn das? Ich würde sagen, Video 3 kann starten. Hi und willkommen auf dem Planeten Aspi. Schön, dass ihr hier gelandet seid. Heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar wollte ich euch heute einen Kommentar vorlesen, den ich am Freitag zu meinem Video bekommen habe. Ich bin jetzt nicht die beste Vorleserin oder so, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ich glaube, was einem Neurotypischen schwer zu vermitteln ist, du bist ja nicht doof. Du merkst ja ganz genau, was mit dir passiert, wie der Stresspegel steigt, wie du dir selbst immer mehr Druck machst und in diese Spirale von Gedanken fällst. Aber obwohl du dich präzise in solchen Momenten analysieren kannst, obwohl ein kleiner Teil neben dir steht und dir vielleicht sagt, stell dich doch nicht so an, das bist du doch nur selber, obwohl du auf einer rational-logischen Ebene alles das erfasst und begreifst, reißt es dich trotzdem runter. Und all das Verstehen, all das Wissen macht es noch schwieriger, denn man müsste doch eigentlich annehmen, wenn man seine eigene Situation analysieren und begreifen kann, dann müsste man sie doch auch unterbrechen können. Aber vom Gedanken in die Tat ist es so unendlich weit. Heil findet man in einstudierten Ritualen, einstudierten Gesten, einstudierter Stimmlage, all die kleinen Helfer, die Sicherheit geben, weil sie bekannt sind und weil sie funktionieren. Danke, dass du Einblicke auch in solche Momente gewährst. Ja, das war ein mega cooler Kommentar, weil er einfach nochmal zusammengefasst hat, was ich mit meinen Worten überhaupt nicht ausdrücken konnte, weil manche vielleicht gedacht haben, okay, das ist vielleicht gespielt oder sie haben halt einfach nicht verstanden, warum man wegen eines Autofokus oder wegen einer nicht sitzenden Frisur so in eine Gedankenspirale kommt. Also ich denke ja schon etwas schneller als neurotypische Menschen, aber wenn ich dann, sag ich mal, in eine perfektionistische Situation gelange, dann werde ich super schnell mit meinen Gedanken, noch schneller als ich es eh schon gewesen bin. Und deswegen überhitzt dann auch mein Körper und mein Körper reagiert dann darauf. Und mittlerweile kann ich es halt eben so kanalisieren, wie ihr es gesehen habt. Manchmal, wenn andere Menschen dabei sind, ist es noch ein anderes Thema, aber dazu kommen wir in einem anderen Video. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem eigentlichen Thema von heute, und zwar meiner anderen Wahrnehmung. Ich habe euch ja erzählt bei Alexi Bexi im Interview, dass ich Hören und Sehen nicht so gut filtern kann, manchmal sogar gar nicht. Mit Filtern ist gemeint, dass neurotypische Gehirne Sinneseindrücke sortieren und selektieren, damit das Gehirn wichtige Informationen besser verarbeiten kann. Und bei atypischen Menschen, insbesondere halt Autisten und Asperger, ist es halt eben nicht so. Die können dann halt eben an Reizüberflutung leiden, weil sie diese ganzen Informationen halt eben auf einmal aufnehmen und das Gehirn halt eben nicht für sie selektiert oder sortiert. Hierzu möchte ich euch natürlich ein paar Beispiele nennen. Und zwar bin ich in einem Raum mit vielen Menschen und lauter Musik, nehme ich alle Geräusche um mich herum und auch alle Gespräche ungefähr gleich laut wahr. Und das ist für mich so ohrenbetäubend laut, dass ich teilweise viel lauter rede als andere Menschen, weil ich das Gefühl habe, sonst meine eigenen Gedanken oder das, was ich sage, nicht richtig hören zu können. Und ich meine,
ich möchte mich schon hören, wenn ich mich in ein Gespräch vertiefe und ich möchte schon mitkriegen, wie ich mich an einer sozialen Interaktion beteilige. Ja, ähnlich verhält es sich mit dem Sehen. Das ist natürlich mehr oder weniger Fluch und Segen zugleich, wenn man alles gleich hell und gleich prägnant wahrnimmt und man nicht wie so eine Art Fokus auf eine Sache hat. Bei zum Beispiel Filmen oder Dokumentationen kann das wirklich super sein, weil ich nicht nur auf, sag ich mal, die eine Haupthandlung achte, sondern auch darauf, was im Hintergrund so passiert. Ich beachte Easter Eggs, nehme die wahr oder halt eben irgendwelche Nebenhandlungen, die vielleicht wichtig sind für die Gesamtheit der Handlung. Und da kommen wir auch schon zur Krux der Sache. Ich gehe teilweise meinen Mitmenschen damit ziemlich auf den Sack, um es mal nett auszudrücken. Ich teile das immer mit, was ich so mitbekommen habe, weil ich das als wissenswerte Information erachte. Ich merke aber teilweise halt nicht, dass die Leute das überhaupt nicht mitbekommen wollen oder das mitbekommen haben und es sie nicht interessiert, dass ich das auch mitbekommen habe. Und teilweise sind die Leute natürlich auch genervt davon, dass ich sie ständig frage, oh, hast du das und das mitbekommen? Oh, hast du das und das mitbekommen? Da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte. So verhält es sich natürlich auch im Alltag und deswegen bin ich manchmal sehr nervtötend in Anführungsstrichen, weil ich halt eben gerne kommuniziere, was ich so alles mitbekomme. Es hilft mir natürlich auch, diese ganzen Reize so ein bisschen zu kanalisieren, so ein bisschen zu verarbeiten. Weil wenn das alles in meinem Kopf bleiben würde, dann glaube ich, würde ich jeden Tag an Hunderten von Overloads leiden und das möchten, glaube ich, meine Mitmenschen weniger, als dass ich ihnen ein bisschen auf den Sack gehe mit den Sachen, die mir so aufgefallen sind. Außerdem sind wirklich helle und grelle Lichtquellen nicht so super für mich zu verarbeiten, sei es das morgendliche Tageslicht oder wenn die Sonne gerade untergeht und man quasi nur noch extrem davon geblendet ist. Das kriegt mein Kopf nicht so gut auf die Kette. Deswegen bin ich super, super gerne mit Sonnenbrille unterwegs oder halt eben nachts. Ich bin ein totaler Nachtmensch. Ich bin nachts sehr, sehr lange wach, weil es für mich einfach erträglicher ist, weil es leiser ist, weil es dunkler ist. Und dazu möchte ich euch gerne bitten, schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, wenn das bei euch auch so ist, dass ihr als Asperger oder vielleicht als jemand mit autistischen Zügen auch nachts gerne wach seid und es für euch angenehmer ist. Ja, und zu guter Letzt, wenn der Tag beginnt und meine Sinne von 0 auf 100 starten, habe ich echt Probleme, in den Tag zu kommen. Ich muss über den Tag so ein bisschen abstumpfen, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich über den Tag verteilt normale Erlebnisse gehabt habe, nichts Einschneidendes, was jetzt extrem einen Overload oder einen Meltdown gefordert hat, würde ich sagen, dass ich definitiv morgens autistischer bin als abends. Und nachts ja sowieso viel weniger. Natürlich immer situationsbedingt, tagesformabhängig, aber an den meisten Tagen ist es wirklich so. Ja,
Und das war jetzt schon eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Es gibt noch eigentlich viel, viel mehr zu erzählen, aber das würde ich dann halt eben ins nächste Video packen oder in eines der nächsten Videos. Ich habe versprochen, über Gefühle zu sprechen, aber da ich ja heute schon so viel über meine Wahrnehmung gesprochen habe und das so ein bisschen erklärt habe, würde ich halt eben sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, aber ich kann ja nicht alles in ein Video packen und dann wäre das Video, ich glaube, so lang wie Herr der Ringe oder so. Und das Thema Humor wird wahrscheinlich dann auch auftauchen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, hiermit beende ich das Video und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar und natürlich übers Abonnieren total freuen. Schaltet doch bitte die Glocke ein, weil nicht jeder kriegt mein Video angezeigt. Selbst bei kleinen YouTubern ist es tatsächlich so, dass YouTube da nicht so ganz her ist und einen irgendwie aus dem Algorithmus schmeißt oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.